Viele von euch haben vielleicht dieses Gerät schon mal irgendwo gesehen. Das ist nämlich jetzt von Pioneer schon im Jahr 2018 auf den Markt gekommen, aber wir machen jetzt natürlich auch ein Video drüber. Ein Ein-DIN-Autoradio, ergänzbar mit deinem iPhone per App, so dass du quasi aus einem Ein-DIN-Radioschacht ein Multimedia-Gerät bekommst. Herzlich willkommen bei AS24, eurem Kanal für geilen Sound im Auto, und ich zeige euch heute das Autoradio Pioneer SPH10 BT. So Leute, los geht's jetzt mit dem SPH10 BT von Pioneer, das eigentlich ein ganz normales Ein-DIN-Autoradio ist, dem man im ersten Moment gar nicht so viel ansieht. Der schaut auch relativ langweilig aus, bis auf diese großen Tasten hier. Das ist ein bisschen anders wie bei anderen Radios. Wir haben in der Basisausstattung, solange ich das Gerät nicht erweitere, ganz normal ein UKW-Empfangsteil, also FM. Wir können einen USB-Stick einschieben hier auf der Front. Und wir haben natürlich Bluetooth Audio Streaming und Bluetooth Telefonie so integriert, können wir also nutzen mit unserem externen Mikrofon. Aber der ganze Spaß geht erst los, wenn wir das Gerät mit unserem Smartphone optimal ergänzen. Abracadabra, wir verwandeln unser Ein-DIN-Autoradio in eine neue ergänzende Maßnahme für mein Smartphone. Das kann ich hier perfekt einklippen. Kann mein Display wieder drauf machen. Damit habe ich jetzt meinen integrierten Smartphone-Halter, den ich auch entsprechend drehen kann und mein Handy reinpacken, wie ich möchte. Das ist auf jeden Fall alles sehr stabil und cool gemacht. Und jetzt geht's los mit dem Ergänzen der App auf mein Smartphone und die sehr schöne Bedienung, alles aus einer Hand. Als erstes müssen wir die Smart Sync App von Pioneer downloaden. Die haben wir hier natürlich in unserem Google Play Store oder wie auch immer die ganzen Dinge heißen. Ihr wisst es schon. Wir können hier die Smart Sync von Pioneer, die ist hier schon. Runterladen, die kostet natürlich nichts, ist für dein Handy problemlos verfügbar. Hier könnt ihr vorher nochmal reinlesen, braucht ihr rein theoretisch nicht. Ich habe das Ding natürlich schon geladen bei mir und das habe ich direkt hier drauf. Und die können wir mal öffnen. So, und jetzt kommen wir erstmal im ungeöffneten Zustand auf unsere Bluetooth-Kopplung, und dazu können wir hier auf das Bluetooth-Zeichen klicken und ein Gerät suchen. Und dann wird es uns auch gleich den SPH10 BT anzeigen. So, hier haben wir unseren SPH10 BT, den wollen wir koppeln. Tun das Ganze bestätigen. Dazu müssen wir hier auf die Nachrichtentaste draufklicken. Damit haben wir jetzt erstmal eine Kopplung, was das Bluetooth betrifft. Dann können wir aus dem ganzen Ding wieder rausgehen, sagen hier okay, bestätigen wir das Ganze. Und damit die Kommunikation zwischen meinem Handy und meinem Bluetooth-Gerät über die App richtig funktioniert, gibt es einen weiteren Kopplungsmodus. Da zeigt er mir jetzt schon an, ich muss jetzt eine Ziffer unten eingeben, in dem Fall die 45 99 94 und sage koppeln. Und jetzt habe ich meine App ich habe meine App jetzt bereits voll funktionsfähig, die ich entweder im senkrechten oder im waagrechten Modus bedienen kann, je nachdem, wie es bei mir im Fahrzeug passt. Das ist doch schon mal ganz cool und schaut lässig aus. Wenn das Smartphone mit meinem Radio verbunden ist, dann stehen uns jetzt weitere Medien zur Verfügung, und zwar, fangen wir mal ganz oben an, also nach wie vor das Radio, ich bediene es aber jetzt über mein Multimedia Center, über mein Smartphone, und natürlich habe ich auch Zugriff auf meinen Musikspeicher, der integriert ist im Handy. Wir haben den USB-Anschluss hier unten, der wiederum über das Multimedia-Gerät jetzt bedienbar ist und auch wesentlich einfacher zu bedienen ist, weil man Ordnerstrukturen und Listen anzeigen lassen kann. Wir können Bluetooth Audio Streaming machen und wir können natürlich auch die Sources abschalten, also die ganzen Musikmedien. Wir haben jetzt da unten eine Taste, die jetzt auf einmal Funktion bekommt, und zwar das ist meine Sprachbefehlstaste. Damit fordere ich das Gerät auf, über das Bluetooth-Mikrofon meine Befehle entgegenzunehmen.
Wir können jetzt hier auf unsere Navigationstaste klicken, weil in dem Moment löst meine App zum Beispiel Google Maps aus oder Apple Karten oder Waze, je nachdem, was ihr auf eurem Handy drauf habt, mit was ihr navigieren möchtet, und könnt natürlich hier direkt Zugriff drauf nehmen, und mit dem Home-Button hier drüben kommen wir wieder auf unsere Musiksachen zurück und können Musik hören, und parallel läuft die Navigation und alles ist schick aufgeräumt. Wir werden in den einzelnen Medien schon noch mehr ins Detail gehen, aber ich mag euch jetzt noch zeigen, dass es hier auch eine Nachrichtentaste gibt. Weil wenn ich eine Nachricht bekomme, ob das jetzt über WhatsApp oder eine SMS oder über einen Facebook Messenger oder was auch immer ihr für Messenger auf eurem Handy drauf habt, ihr könnt euch mit dieser Taste die Nachricht vorlesen lassen. Was haben wir hier noch? Wir haben noch eine Telefontaste. Wenn ich hier drauf klicke, dann bin ich direkt in meinem Telefonbuch drin. Das ist ein bisschen anders von der Gestaltung her, wie das Telefonbuch auf eurem eigenen Handy. Aber auch da steigen wir gleich ein bisschen näher drauf ein. So, und das war's grundsätzlich jetzt eigentlich an den Funktionen, weil ich kann jetzt hier auch noch meine Einstellungen vornehmen. Und hier habe ich für alles entsprechende Einstellungen. Hier zum Beispiel die Nachrichten, welche Messages sollen über das Gerät abgerufen werden. Hier haben wir zum Beispiel WhatsApp, Messenger, Facebook Messenger. Da ist eigentlich alles drin. Das ist bei jedem Handy natürlich ein bisschen anders, je nachdem, was ihr betreibt. Oder wir können auch bei der Navigation jetzt sagen, welche Navi sollen jetzt hier funktionieren, wenn ich navigieren möchte über meine Pioneer-App. Damit wir das Gerät jetzt noch richtig schön aufhübschen, haben wir super Möglichkeiten, über die App auch bei den Bildschirmeinstellungen zum Beispiel ein Thema zu wählen. Also wer jetzt hier mehr ins Grüne gehen möchte und in den Wald oder in die Berge oder vielleicht an den Strand oder auf die Autobahn, das finde ich eigentlich ganz cool. Machen wir mal irgendwas Lässigeres rein. Hier unter Wasser ein Aquarium, ist doch geil. Und wir können jetzt noch die UI-Farbe, also die eigentlichen Beleuchtungsfarben hier in dem Bildschirm machen. Ich habe es jetzt bei grün. Und wir können auch die Beleuchtungsfarben vom Display unten, das ist echt cool mit der App, da kannst du nämlich hier drüber fahren. Welche Farbe hätten es denn gern? Ja? Rot. Ach egal, lassen wir es rot, lassen wir es orange, blinkend. Ah, jetzt haben wir es blinkend eingestellt. Nö, jetzt ist es orange, gelb, grün. Scheißegal, es lässt sich super einstellen und das über die App pudelleicht, weil bei den meisten einigen Geräten muss in ein Menü irgendwo rein. Man weiß gar nicht, was bedeutet das. Hier, ist doch selbsterklärend. Boah, jetzt haben wir aber echt eine schlechte und eine hässliche Hintergrunddarstellung. Da will man wieder was anderes. Ich mag die Berge, das mag ich einfach lieber. So, die Berge. Sehr schön. Und zwar mit Schnee. Gehen wir zum USB, weil den schließen wir jetzt einfach mal an, damit man jetzt auch sieht, wie das Ganze funktioniert. Hier ein USB einstecken. Ich habe den hässlichsten USB-Stick auf Erden. Sowas gibt es schon lange nicht mehr. Aber wir haben eigentlich gar keine USB-Sticks mehr. Jetzt haben wir halt so ein altes Ding rausgezogen. Bitte sprechen. Ah, ich bin auf meine Sprachtaste gekommen. Auf die kommen wir gleich nochmal. Aber jetzt gehen wir mal kurz auf unseren USB-Anschluss. Und da haben wir nämlich jetzt einmal diese Liste. Und auf dieser Liste, da kann ich natürlich jetzt schon alles suchen, wie ich es brauche, und habe eine super Darstellung und kann den entsprechenden Song dann auswählen. Also da ist es schon sehr gut gelöst und sehr einfach, wie bei einem richtigen Doppel-DIN-Multimedia-Gerät, und das Ganze jetzt mit deinem Smartphone. Kommen wir zu Bluetooth Audio. Da gehen wir jetzt hier mal einen Schritt weiter. Das wählen wir jetzt aus. Und wir können natürlich über die Tasten hier unten, deswegen agiert ja jetzt beides so schön zusammen. Wir können jetzt hier unten natürlich auch vor- und zurück zappen, nächstes Lied her und zurück, wie wir es gewohnt sind. Ich kann natürlich hier unten auch laut und leise machen, das ist der Sound. Und das Ganze optisch hier oben anschauen, das ist doch ganz lustig so. Gehen wir jetzt mal weiter zum Thema App Music. Weil das ist jetzt mein Musikspeicher und da wird jetzt auch natürlich wieder, wie man es beim Handy halt gewohnt ist, das Cover mit angezeigt. Ich habe jetzt hier auch eine vernünftige Liste, kann jetzt hier entsprechend nach Songs, nach Wiedergabelisten oder nach Album oder nach Interpret suchen oder auch das entsprechende Genre und kann mir mein passendes Après-Ski, mein Herz auswählen und habe richtig Spaß dran und kann das halt einfach super schön bedienen. Ich kann die Taste da unten auch als Umschaltfunktion, meine Source-Quellen-Umschaltung nutzen. Und ja, wie gesagt, die Interaktion zwischen den beiden Geräten ist halt so schon ganz lustig. Wir zeigen euch ja nicht nur die Sahne-Seiten eines Gerätes. Dieses Gerät hat auch was, was mir fehlt.
und das möchte ich euch nicht verheimlichen. Für den Preis allerdings, muss man wieder sagen, kann man auch gern mal Abstriche machen. Aber ich würde mir wünschen, dass die Smart Sync App von Pioneer auch noch Spotify mit beherbergt. Ich als alter Spotify-Fan vermisse es total, weil jetzt muss ich meine App verlassen, muss Spotify auswählen, dann bin ich also wieder woanders. Wenn ich wieder auf meine Navigation zurück möchte, dann muss ich wieder die App wechseln. Ich möchte ja eigentlich in meiner Smart Sync App von Pioneer bleiben und da wäre es vielleicht auch ganz cool, wenn man Apps wie Internet Radio Player haben könnte, die man ebenfalls darüber steuert. Ist wahrscheinlich gar nicht so tragisch, das zum Programmieren, liebe Pioneer Leute, aber vielleicht gibt es auch ein Update zu der Smart Sync App, weil das ist ja interaktiv, das wird auch vielleicht mal ergänzt, das Ganze, da freuen wir uns schon drauf. Es sind auf jeden Fall die ganzen Weichen nach vorne gestellt mit der ganzen Bedienung, wie es jetzt schon läuft. Also machen wir erstmal den USB-Stick wieder weg, dieses hässliche Ding. So, und jetzt bin ich auch schon auf die Sprachsteuerungstaste gerade gekommen. Und das ist was mir nicht besonders gut gefällt. Bitte sprechen. Weil die ist so fies zu mir, die Stimme. Die sagt, bitte sprechen, da, bitte sprechen. Bei der Siri bin ich es gewohnt, dass ich ordentlich und höflich angesprochen werde. Das tut das Gerät überhaupt nicht und das gefällt mir nicht. Und die Sprachsteuerung, muss ich auch sagen, ist jetzt nicht unbedingt, wo sich Pioneer die Lorbeeren aufsetzen darf bei dem Gerät, weil es gibt hier in den Einstellungen, kann man mal nachschauen, bei der Sprache, das sind die Befehle, die ich eingeben darf und sonst bitte nichts, weil sonst kommt Eingabe bitte. Weil ich kann jetzt hier eingeben, Navi, und das Fahrziel, was ich möchte, das kann ich euch mal zeigen. Ja, probieren wir es mal. Navi, Bahnhof, Straße, Kempten. Bitte sprechen. Hat nicht funktioniert. Navi, Bahnhof, Straße, 16. Also es funktioniert dann irgendwann irgendwie. Das ist mir persönlich nicht gut genug für das, dass man es dann wirklich tagtäglich benutzen möchte, sondern eher mal so einen kleinen Widerstand hat und sagt, Sprachsteuerung lasse ich lieber weg, weil ich kann euch noch eins sagen, wenn ich sage Navi, Kempten in die Bahnhofstraße, das versteht er nämlich schon wieder nicht mehr. Man muss also die Reihenfolge entsprechend einhalten. Die Sprachsteuerung sollte also bitte nicht der Grund sein, warum ihr genau dieses Gerät kauft, weil das Gerät kann andere Sachen viel besser als die Sprachsteuerung. Ihr werdet es wahrscheinlich merken und mir das bestätigen, aber auch hier kann ja auch eine Erweiterung und eine Ergänzung und ein Update der App erfolgen. Wer weiß das, wie lange es braucht, aber wahrscheinlich braucht es nicht lang, weil wenn ich das jetzt sage, dass ich das besser haben möchte, dann machen die das natürlich für uns, oder? Naja, mal schauen. Beim Telefonbuch schaut es nämlich so aus, wir haben jetzt hier den Zugriff drauf. Und wie schon erwähnt, das Telefonbuch schaut ein bisschen anders aus als das, was ihr im Smartphone eigentlich gewohnt seid. Hier ist alles der Reihe nach und natürlich alphabetisch erstmal aufgelistet. Und man kann jetzt hier mit den mini kleinen Buchstaben hier an der Seite, das ist ein bisschen besser, wenn man das Ganze senkrecht stellt, weil dann fallen die Buchstaben größer aus. Dann kann man sich hier einmal komplett durchwählen, ja. Aber ich habe keine Suchfunktion und das ist das Erste, was ich sofort vermisst habe, weil wenn ich halt mal vielleicht es schaffe, mit dem Zeigefinger auf H zu kommen, dann habe ich 150 Einträge mit H und kann schon wieder rumswipen. Was cool ist dann wiederum, dass man zum Beispiel hier diesen Eintrag, diesen Kontakt als Favorit merken kann und ich dann nur noch meine Favoriten anzeigen lassen kann. Und meistens sind es sowieso die 10 oder 20 engsten Vertrauten und Leute, die Rufnummern, wo man überhaupt anruft. Also insofern egalisiert sich das schon wieder ein bisschen und wird auch die Sprachsteuerung gar nicht mal so tragisch sein an der Stelle. Wer den Pioneer SPH 10BT als Head-Unit als Steuergerät für seine Soundanlage einbauen möchte und sagt, ja, was kann das Ding jetzt eigentlich alles für meinen Klang, für meine Endstufen, für meine Einstellungen. Wir haben mal ganz grundsätzlich 4x50 Watt Grundausgangsleistung, da kann ich 4 Lautsprecher anschließen, vorne, hinten, rechts, links. Und wenn ich das Ganze erweitern möchte mit einer Endstufe, dann habe ich 2 Paar Cinch-Ausgänge für Front und für Rear, wobei der Rear switchbar ist als Subwoofer oder Rear und habe auch 4 Volt Power drauf, das heißt eine gute Dynamik für den Anschluss der Endstufen. Des Weiteren haben wir 31 Band Equalizer mit integriert über die App oder wenn ich die App nicht dran habe und in das Menü umständlich reingehe, das empfehle ich euch gar nicht an der Stelle, dann wäre es auch nur ein 13 Band Equalizer, aber ihr macht das alles
alles mit der Smart Sync App von Pioneer über Smartphone ganz easy zum Einstellen. Genauso wie die aktive Frequenzweiche, die mit integriert ist, um die beste Frequenz für die jeweiligen Lautsprecher zuweisen zu können. Und was haben wir sonst noch? Laufzeitkorrektur haben wir noch mit integriert. Das heißt, wir können jedem einzelnen Lautsprecher sagen, wie weit er eigentlich von mir entfernt ist. Bei den erweiterten Einstellungen haben wir tatsächlich pro Lautsprecher auch noch eine Laufzeitkorrektur, die ich eingeben kann, um den perfekten Sound für mich zu kreieren mit dem Gerät. Zum Abschluss möchte ich euch trotzdem mal zeigen, wie es funktioniert mit einer Sprachsteuerung mit dem Telefon. Ich muss ja meinen richtigen Sprachbegriff eingeben, das tun wir jetzt mal. Telefon Moritz Angele. Bitte sprechen. Telefon Moritz Angele. Bäm! Nach dem zweiten Versuch ist er schon da und es schaut nämlich dann so aus. Und wegwählen tut er mir jetzt nicht per Sprache. Ich muss es tatsächlich auswählen, die Nummer, und jetzt anrufen. Und jetzt kann ich natürlich ganz normal Bluetooth-frei sprechen und kann natürlich da unten auf der Telefontaste auch wieder auflegen oder auf meinem Display. So funktioniert Telefonieren und die Sprachsteuerung könnte ein bisschen besser funktionieren. Eine Ladefunktion per induktiver Übertragung hat das Gerät leider nicht. Das heißt, hier schaut es zwar im ersten Moment so aus, könnte ja rein theoretisch auch eine QI-Ladung sein, aber hat es nicht. Wenn ihr euer Handy also während der Fahrt dann laden möchtet, könnt ihr es natürlich über einen USB-Anschluss mit andocken per Kabel. Das ist natürlich auch ein USB-Anschluss mit Ladefunktion, also ist das eigentlich auch soweit kein Problem. Für den Preis kann ich einfach nichts sagen, würde ich sagen, weil wer eine richtige Sprachsteuerung mag, die auf Siri oder andere im Handy eingebaute Sprachsteuerung zurückgreifen mag oder zugreifen mag, der muss sich vielleicht auch ein etwas teureres Gerät kaufen, im Doppeldienformat, am besten mit Apple CarPlay und Android Auto integriert. Dann gibt es ja gar nichts mehr zu meckern. Ansonsten würde ich sagen, gebt uns ein paar Likes auf Facebook, auf Instagram könnt ihr uns followern und auf YouTube wäre es natürlich immer cool, ein Abo dazulassen, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Danke fürs Zuschauen, euer Olli.